Hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen, die zu diesem Video gefunden haben. Schön, dass ihr da seid. Wir machen jetzt eine Legung und zwar eine Divination, eine Prognose mit der Frage an das Universum, wie geht es mit euch weiter oder wie wird es mit euch weitergehen? Ich weiß noch nicht, wie genau ich das Video benennen werde. Das heißt, das hier ist ein Auswahlorakel mit diesen 3 Steinchen. Ihr könnt hier auf bis zu 3 Männer schauen. Am besten, ihr schaut euch alles an, denn es kann auch sein, dass ihr euch täuscht. Es kann immer sein, dass einem Menschen seine eigene Intuition täuscht. Und ich empfehle auch daher eben alles anzuschauen. Abgesehen davon gibt es auch immer wieder Ratschläge des Universums zwischendurch. Das bedeutet nicht nur, dass ihr euch dadurch vielleicht auch Wissen aneignen könnt oder vielleicht euch diese Inputs des Universums auch zum Nachdenken bringen können. Aber es kann auch helfen, dass wenn ihr euch einmal in so einer jeweiligen Situation befinden solltet, dass ihr dann wisst, was geraten wird. Ja, wenn das ein allgemeiner Ratschlag ist des Universums, was dann immer zu tun ist, oder vielleicht auch, ich gebe ja auch gerne Wissen weiter, dass ihr dann wisst, was zum Beispiel in der Psychologie empfohlen wird. Die Legung mache ich mit diesem wunderschönen seitlich vergoldeten Deck. Das ist das Wild Reflections Tarot. Und ich zeige euch noch die Verpackung. Ich weiß nicht, ob das Bild so scharf ist. So jetzt. Von Weißbells, ziemlich neu. Okay, das heißt, ich werde jetzt, ich schaue nämlich, dass ich diese Legung nicht allzu lang mache, so wie die letzte, die ein bisschen länger gedauert hat und auch etwas anstrengender für mich daher war. Ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist ganz okay. Ich werde jetzt 5 Karten legen für jedes Steinchen, beziehungsweise pro Stapel 5 Karten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade 5 Stapel oder 5 Karten gesagt hatte, aber ich meine 5 Karten pro Stapel, pro Steinchen. Denkt an mindestens einen Mann, von dem ihr das wissen wollt. Vielleicht auch an 2 oder 3 Männer. Wie wird es mit dem Mann, an den du denkst, weitergehen? Okay, Steinchen teile ich dann gleich zu. Mann Nummer 1, 3, 4, 5, Nummer 2, und Nummer 3. Okay. So. Gut. Mal zum Auswählen lasse ich alles so in der Mitte liegen. Und in die Mitte gebe ich den
zu Stapel Nummer 2. Das ist der rosane Rosenquarz. Stapel Nummer 1 ist der grüne Amazonit. Und Stapel Nummer 3 ist der blaue Chalcedon. So. Wählt euren Stapel, am besten ganz spontan, ganz intuitiv, beziehungsweise auch, und dass ihr selbst entscheidet, welchem Mann ihr welchen Stapel zuteilt. Und ich fange mit Stapel Nummer 1 an, mit dem grünen Amazonit. Oh, da erscheint er ja schon selbst als erste Karte, der Page der Stäbe. Verstehe den Zoom immer noch nicht. So. Damit ihr ihn kurz näher sehen könnt. Ja, vielleicht ist er auch wirklich im Wald tätig oder macht eine Handwerkerarbeit, eine körperlich anstrengende Arbeit. Ich schaue mal, ich lege mal alle Karten aus, ja. Ach du Schande, ist das wieder unscharf. So, der Page der Stäbe, ja, mit Ass der Münzen, der Magierin, oh, den Lieben und der Königin der Stäbe. Okay, ja, wir lassen den Herrn hier ganz oben, aber genau das habe ich schon gespürt. Hier haben wir dasselbe Element, ja, aber er ist nur ein Page und du bist hier eine Königin. Ja, das heißt, ihr seid eigentlich ihr seid im selben Element, aber er kann dir nicht das Wasser reichen. Ja, also vielleicht hat er andere Vorstellungen. Vielleicht geht es bei euch nur um Intimität, denn dafür stehen auch die Stäbe, unter anderem für die Leidenschaft, ja. Vielleicht will er dich so reduzieren, dass er dich immer nur dann treffen möchte, damit er Intimität bekommt, ja. Dafür können hier nämlich auch die Liebenden stehen oder auch die Magierin. Seine Aktivität hat immer den Zweck, dass er von dir Intimität bekommt. Ja, kann hier sein. Ich habe hier auch, so wie bei vorherigen Legungen, einen Mann, der entweder er will nicht ausreichend geben oder er gibt aus seiner Sicht vielleicht genug, ja, vielleicht gab es auch diesbezüglich Diskussionen, ja, so von wegen, was willst du denn? Ich mache doch das und das für dich, ich habe doch schon so viel für dich gemacht, aber dir reicht es nicht. Ass der Münze steht für mich hier, dass vielleicht auch nur zu Beginn, dass du nur zu Beginn gedacht hast, dass er eine neue Chance für dich ist, dass alles gut zwischen euch sein wird, dass du wirklich mit diesem Mann dein Liebesglück finden kannst. Ja, und vielleicht hat er nach einiger Zeit nachgelassen und möchte für dich jetzt nichts mehr tun. Das sind jetzt zwar alles positive Karten, eigentlich, aber das ist das, was ich von der Ausgangssituation her spüre. Gut, wie geht es mit euch weiter? Er wird sich hier wahrscheinlich nicht ändern. Ja, das wird hier
Von selbst ändert ein Mann sowieso gar nichts, ja, was eine Frau betrifft. Also wenn ein Mann von einer Frau schon das bekommt, was er will, und instinktiv ist nun mal die Intimität das Höchste, was ein Mann bei einer Frau erreichen kann, ja, dann hat er gar keine Motivation, mehr zu tun oder mehr zu wollen oder es ernster meinen zu wollen. Ich habe hier die Energie, dass ihr mit ihm auf der Stelle tretet. Ja, und von ihm habe ich die Energie, dass er nicht mehr für dich tun will. Er bekommt wahrscheinlich schon das, was er will und hat absolut keinen Grund, daher irgendwas zu ändern, mehr Effort zu machen. Ich sehe nicht, dass er das ändern wird. Das Einzige, was ihr tun könnt in so einer Situation ist, ja, ein Ultimatum zu stellen. Oder was ihr auch tun könnt, aber ihr solltet das nicht wirklich als Strategien wählen, sondern wirklich, weil ihr das so meint. Männer können auch das oft spüren, ob eine Frau etwas so meint und wie sie es sagt und dass es für euch auch endgültig wäre. Also ja, er wird vielleicht auch keinen Grund haben, auf das Ultimatum dann einzugehen. Aber was ihr tun könnt, schon allein für euer Wohlbefinden, ist, dass ihr mit ihm den Kontakt beendet. Also wenn ihr auch von eurer Intuition her glaubt, okay, ich glaube nicht, dass er sich ändert. Ich glaube, das ist hier mein Mann, der Mann, an den ich denke, ja, und ihr müsst euch fragen, kann ich mir vorstellen, dass ich in 1 oder 2 Jahren, so wie es jetzt ist zwischen uns, dass das noch genau so ist? Oder würde mich das eigentlich unglücklich machen? Ist es eigentlich das, was ich wirklich will? Oder gibt er mir weniger als das, was ich wirklich will? Ja, ihr habt euch hier wahrscheinlich für zu wenig hergegeben. Und wenn ihr für euch wirklich ernsthaft entschieden habt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so einen Mann an meiner Seite, weil er mir nicht komplett das gibt, was ich will, dann müsstet ihr mit ihm den Kontakt beenden, aber das auch, oder die Affäre zumindest beenden, oder auch wenn ihr das vielleicht als Beziehung bezeichnet, aber ich spüre gar nicht von ihm ausgehend eine ernsthafte Energie. Ihr müsst es dann auch wirklich so meinen, ja? Und es besteht die Chance, wobei sie grundsätzlich gering ist, wenn der Mann vielleicht auch sehr früh schon Intimität bekommen hat, weil er einfach dann nicht Zeit hatte, sich an die Frau zu binden und die Frau als Mensch wirklich zu mögen. Aber es kann sein, es kann manchmal sein, dass wenn eine Frau einem Mann so richtig die Leviten liest und ihm in die Wüste schickt, dass er dann, meistens aber erst, wenn er schon Gefühle für die Frau hat, dass er dann so richtig am Boden liegt, dass er mal reflektieren muss, ja, über sich selbst, über sein Benehmen nachdenken muss und dass er sich dann erneuert und in dieser erneuerten Energie zu der Frau kommt und dann plötzlich wirklich in einer männlichen Energie ist und sich um die Frau bemühen möchte, ihr den Hof machen möchte, ja, ihr entgegenkommen möchte. Die Möglichkeit besteht. Aber ich sehe hier in der Zukunft von ihm ausgehend keine Änderung, was seine Bemühung betrifft, was sein Entgegenkommen betrifft oder dass er es irgendwie automatisch von sich aus ernster meinen wird. Denn es heißt nun mal in der Psychologie, ein Mann ändert nichts, was funktioniert. Ja, bekommt der Mann schon Intimität von der Frau, dann wird er nicht in eine Beziehung oder Ehe einwilligen. Es sei denn, es ist die einzige Möglichkeit, die Frau zu halten, ja, wenn sie ihn quasi erpresst. Oder auch aus Bequemlichkeit, weil dann bekommt er ja regelmäßig Intimität oder eben unregelmäßig. Ja, oder auch, wenn beide zusammenwohnen und er bekommt von der Frau alles schon, was er auch von ihr bekommen würde, wenn er mit ihr verheiratet sein würde, denn es ist ja dieselbe Frau. Es ändert sich ja nichts, außer dass er sich am Papier
zu etwas verpflichtet, dann wird er ihr nicht freiwillig einen Antrag machen, sondern nur, wenn sie ihn erpresst oder ein Ultimatum stellt oder wenn er sich vielleicht von der Gesellschaft genötigt fühlt, weil es sich nun mal so gehört. Ja, also ihr könnt einen Mann nur dazu bringen, dass er euch wirklich will. Generell mal, wenn ihr jetzt nur auf eine ernste Beziehung aus seid, indem er euch als Mensch anfängt zu mögen. Also er muss euren Charakter mögen, ja, und sobald er Intimität bekommen hat, ist nun mal das Problem, dass er einfach keinen Grund mehr hat, sich um euch einen Kopf zu machen. Ja, er muss vor der ersten Intimität euch als Mensch mögen, euch sympathisch finden oder mehr als nur sympathisch finden, ja, und im Optimalfall sollte er sich auch zuerst verlieben und zuerst euch wertzuschätzen wissen. Also der Aufbau einer Beziehung endet, sobald die Intimität stattfindet. Das ist dann quasi die Stabilität der Beziehung. Je früher die Intimität, desto instabiler die Verbindung. Und ja, wie könnt ihr ihn in die Ehe bringen? Also indem ihr ihn kennenlernt, indem er euch den Hof macht. Und es passiert jetzt selbiges, was ich gesagt habe. Ja, er fängt an, euch als Mensch zu mögen. Er verliebt sich in euch. Er weiß euch dann wertzuschätzen als Frau, indem er sich um euch bemüht. Ja, weil ein Mann baut Bindung auf durch Bemühung. Durch Investition. Zeit, Energie, Geld. Deswegen lieben manche Männer ihre Autos so sehr, weil sie dafür was getan haben, weil sie sich dafür abrackern mussten, weil sie in die Autos Geld oder Energie oder Zeit investiert haben. Oder bei manchen sind es auch die Motorräder. Und das ist auf Menschen bezogen, beim Mann dasselbe. Männer, ich habe es schon mal gesagt, Männer ticken komplett anders als Frauen. Und Männer bauen nun mal Bindung nur dann auf, indem sie investieren. Und wenn ihr im Laufe der Kennenlernphase, ja, ohne dass ihr ihm das sofort sagt und ihn vielleicht damit verscheucht, sagt, ja, ich suche nur noch einen Ehemann für mich. Ja, das merkt sich dann. Wenn sein Interesse groß genug ist, wird er euch weiterhin treffen wollen und sich nicht denken, da müsste ich zu viel investieren, da müsste ich zu viel für sie tun, bis ich sie endlich ins Bett bekomme. Und wenn er sich dann, sobald er sich dann in euren Charakter verliebt hat, und das ist dann, da macht es dann beim Mann Klick und er will nur noch diese eine Frau haben und gar keine andere mehr, dann spielt er absolut nach euren Regeln und dann weiß er, ich bekomme sie nur, wenn ich sie heirate, und dann macht er euch einen Heiratsantrag. Und nur dieser Heiratsantrag ist wirklich 100% freiwillig vom Mann ausgehend. Alles andere ist irgendwie eine Art Aufzwang für den Mann. Ja, dann kann es sein, dass er dann in der Ehe mürrisch ist. Er hat dann immer so im Hinterkopf, ja, eigentlich wollte ich sie ja gar nicht heiraten. Also durch das schnell, ja, und den Mann aufzwingen, in eine Beziehung einzuwilligen, das macht eigentlich den Mann so, als ob er nur wenn auch nur einen ganz leichten Groll immer so gegen die Frau dann hätte. Denn es wurde ihm ja aufgezwungen. So, es war jetzt so ein bisschen auch, ja, ich werde das wahrscheinlich noch häufiger wiederholen, so ein typisches Grundwissen, also nicht eigentlich wäre es ein Grundwissen, ja, über die Psychologie der Geschlechter, ein Wissen, das nicht allzu sehr verbreitet ist. Aber solange ich den Impuls habe, dass ich das erwähnen soll, dann werde ich es auch tun, weil sich nicht immer dieselben Damen oder vielleicht auch Herren meine Videos ansehen und dann, daher muss ich das Wissen immer wiederholen.
Okay, also hier wird seitens des Mannes keine Änderung sein, was diese Verbindung, und eigentlich ist das hier eine Affäre, ich spüre hier sehr viel Intimität, ja, kann auch sein, dass ihr hier den Mann, nicht den Mann, dass ihr gegenüber euren Freundinnen so sagt oder Bekannten, ja, ich habe mit ihm eine Beziehung, und wenn ihr das dann aussprecht, dann spürt ihr, von seiner Seite aus mag er diese Beziehung nicht oder er sieht das Ganze eigentlich nicht als Beziehung. Kann hier auch noch so ein Hinweis sein für euch, eine Möglichkeit, damit ihr wisst, ob ihr hier gemeint seid. Ja. Ich kann hier leider nichts Besseres sagen, aber ich sage das, was mir die Karten sagen, was mir das Universum sagt, denn ja, so lege ich die Karten. Input, Wissensweitergabe und ja, nicht immer nur das Blaue vom Himmel versprechen. Okay, das war die Legung Nummer 1. Wenn ihr euch die anderen beiden Legungen nicht anseht, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für euer Interesse und vergesst bitte nicht den Daumen nach oben, wenn ihr etwas Nützliches in eurem Stapel für euch mitnehmen habt können. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und die Videos kommen besser in den Umlauf, sodass sie auch anderen Frauen oder auch Männern vielleicht vorgeschlagen werden. Okay, ich gehe über zu Stapel Nummer 2 mit dem rosenen Steinchen, der Rosenquarz. Okay, da haben wir die 9 der Schwerter und 9 der Stäbe. Okay, interessant. Die gehören für mich hier zusammen, weil es bei den einfach 9er Karten sind. Dann haben wir hier noch den Tod. Nicht abschrecken lassen, ich sage es immer wieder. Die 4 der Kelche und den Stern. Auch eine sehr einzigartige Karte. Ich wollte jetzt fast schön sagen, ja, die Karten sind immens schön gemalt, aber ich finde, das Stern hätte mehr bläulich oder lila gehört. Ich weiß nicht, ob man es bisher entdeckt hat, dass das meine Lieblingsfarben sind. Ja, ist ja nicht so wichtig. Okay. 9 der Schwerter, 9 der Stäbe. Das ist hier so für mich die Energie von eurer Verbindung. Viele Höhen und Tiefen, viele verzweifelte Momente seitens der Frau. Ja, vielleicht habt ihr auch wirklich häufiger schon aufgrund dieses Mannes geweint. Hier eine Karte der Verzweiflung. So, ich glaube, jetzt ist es scharf, ja. 9 der Stäbe habe ich eigentlich auch so, vielleicht ist es doch ein anderer Mann, aber diese Energie hatte ich auch erst in einer anderen Legung, nämlich die der Frau, die sagt, Moment, das Bild ist schon wieder nicht scharf, die sagt, ich will ihn nicht gehen lassen, wegen dem, was wir schon zusammen erlebt haben. Ja, ich fühle mich so, als ob ich kurz davor wäre, ihn wirklich für mich zu gewinnen. Dass er sich mit mir verlobt oder dass er mich heiratet. Und schon allein diese Denkweise, diese Energie ist, zehrt euch Energie aus. Und das solltet ihr eigentlich auch spüren. Denn diese Denkweise, ja, ich will ihn für mich gewinnen. Ich bin kurz davor, ihn zu haben. Das ist alles so eine Art, vielleicht auch Strategie, aber vor allem dieser Wunsch, den anderen für sich zu gewinnen zu können, das ist
die Aufgabe des Mannes. Der Mann macht der Frau den Hof, nicht umgekehrt. Der Mann hat es im Instinkt, eine Frau für sich gewinnen zu wollen. Wir Frauen haben die Natur der Empfängerin. Wir lassen uns verwöhnen, wir lassen um uns kämpfen, denn das Problem ist, dass ihr niemals eine richtig stabile Verbindung haben könnt, wenn ihr es einfach falsch macht, wenn ihr gegen die Natur ankämpft. Da geht es vor allem nicht unbedingt um die Psyche der Frau, sondern um die Psyche des Mannes. Denn ein Mann weiß nur etwas wertzuschätzen, worum er sich bemüht hat. Ihr könnt schon auch mit so einer Einstellung in eine Ehe gehen, den Mann für euch gewinnen, aber das Problem ist dann, ja, nach außen hin könnt ihr dann angeben damit, oh, ich habe einen Ehemann. Aber in der Ehe, in den eigenen vier Wänden, werdet ihr einen Mann haben, von dem ihr spürt, dass er euch nicht wirklich will. Weil er sich nicht freiwillig dafür entschieden hat, dass er euch wirklich will. Ein Mann wählt auch immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das bedeutet, sobald ihm Intimität angeboten wird, wird er sie wählen, also wird er sie annehmen. Und das gilt aber auch für dann eine regelmäßige oder unregelmäßige Intimität, ja, weil er es einfach bequem hat, weil er die Frau schon geknackt hat und weiterhin haben kann. Und nur wenn er sich richtig bemüht und sich dadurch in die Frau verlieben kann, sie dadurch wertzuschätzen weiß, ja, dann will er wirklich nicht nur ihren Körper haben, denn das könnte der Körper von jeder anderen Frau auch sein, sondern dann will er wirklich sie, diese Frau, euch als Person, als Mensch haben. Dann hat er sich für euch als Mensch entschieden. Okay. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen bezüglich Hofmachen. Genau, es ist die Aufgabe des Mannes, zu versuchen, die Frau für sich zu gewinnen. Ja, ein Mann geht bei dieser Bemühung auf, aber eine Frau, genau, das war hier, glaube ich, dann der zweite Punkt. Das Problem ist einerseits, dass der Mann euch dann, dass ihr nicht mit dem Mann wirklich glücklich sein könnt. Und das zweite Problem ist, dass euch das im Moment energetisch runterzieht und wahrscheinlich auch dauerhaft runterziehen wird. Ja, es ist für eine Frau, sich um einen Mann zu bemühen, auch nur im Kopf. Ja, so, wo könnte ich ihn antreffen? Wann wird er sich dann wieder melden? Was will er wirklich von mir? Wie sieht er mich? Das ist alles eine Anstrengung und eine Bemühung, wenn auch nur im Kopf, seitens der Frau. Also optimal ist es und Männer spüren eure Energien, ja. Einfach nur anzunehmen, ja. Die Männer auf euch zukommen zu lassen. Die Männer suchen immer automatisch nach Frauen. Das liegt in ihrem Instinkt. Ihr braucht euch einfach nur von Männern ansprechen zu lassen. Und dann einfach bei den Dates schauen, macht er es mir recht oder nicht. Und am besten gar nicht erst einen Mann treffen, in den ihr verliebt seid, denn dann seid ihr vernebelt und seht ihr den Mann nicht so, wie er wirklich ist. Und euch dann verwöhnen lassen, ja, auch mehrere Männer gleichzeitig treffen, spricht nichts dagegen, wenn alles platonisch gehalten wird. Und weil es einfach so ist, dass ihr euch dann nicht auf einen Mann fixiert, ihr verliebt euch nicht in ihn und es ist für euch nicht schlimm, wenn er sich nicht mehr meldet. Wenn ihr 5 Männer gleichzeitig trefft und einer meldet sich dann 1, 2 Wochen nicht, fällt euch das vielleicht nicht mal auf. Und ihr fühlt euch dann begehrenswert. Generell, wenn ihr Männer datet, ja. Also wenn ihr wirklich auf der Suche nach Liebe seid, dann müsst ihr daten. Das sowieso. Aber die Situation habe ich ja jetzt hier nicht.
Das war jetzt zwar ein bisschen viel, aber ich muss einfach dazu erklären, warum dieser Zustand schlecht ist für eine Frau. Es ist einfach wichtig, das zu wissen. Aber ich schaue jetzt mal weiter. Okay. So, also nochmal, es geht hier um Frauen, die verzweifelt sind aufgrund des Mannes, die wahrscheinlich mit ihm Höhen und Tiefen hatten und die an ihm festhalten wollen. Ja, die ja, sich denken, ich habe ihn fast oder ich muss noch, es muss nur noch ein bisschen weiter, dann bin ich endlich mit ihm verlobt oder mit ihm verheiratet. Ja, die krampfhaft an den Mann festhalten. Hier haben wir auch bei der Karte des Todes ja sowas wie eine Art Spirale, etwas, das immer wieder sich wiederholt. Da oberhalb haben wir eine Spirale. Das sehe ich hier so wie eine Art Teufelskreis. Ja, dafür steht eigentlich meistens eher der Teufel. Vier der Kelche. Verweigerung. Vielleicht weigert er sich ja, euch zu heiraten oder sich mit euch zu verloben. Vielleicht hat er das sogar aufgeschoben. Muss jetzt nicht heißen, dass ihr ihn gefragt habt, aber dass er so gemeint hat, ja, irgendwann werden wir uns schon verloben. Irgendwann werden wir schon heiraten. Also von ihm ausgehend, von ihm ausgesprochen kann hier sein, dass er euch da quasi hinhält. Oder dass er dich da quasi hinhält. Und auch der Stern bestätigt es hier. Es ist auch hier so eine starke Hoffnung der Frau. Also von dir ist hier eine starke Hoffnung. Und du müsstest hier eigentlich schon mit deiner Intuition wissen, dass einfach dieser Wunsch, ja, im ersten spüre ich hier, sich mit ihm zu verloben, ihn zu heiraten, dass das einfach sehr, sehr in der fernen Zukunft, wenn überhaupt, liegt. Ja, so dass es sich für dich nicht quasi zum Greifen nahe fühlt. Also eine Frau kann das spüren, ob der Mann sie wirklich will, ob der Mann wirklich zu ihr, hinter ihr steht. Und das spüre ich hier zumindest aus deiner Sicht nicht, ja. Wie schaut es denn aus beim Mann? Ich habe hier einen Mann, dem Gemütlichkeit wichtig ist. Ja, vielleicht nimmt er auch das ganze Leben ein bisschen zu locker, zu sehr mit Humor. Kann ein bisschen eigenbrötlerisch sein. Ja, und vielleicht bewirkt seine witzige Art, dass ihm Menschen und vielleicht auch du ihm gar nicht böse sein kannst. Na gut, wie schaut es denn aus in der Zukunft? Wie wird es mit euch weitergehen? Ich habe hier mal die Energie der Frau, dass sie immer mehr so Richtung grantig werden wird, dem Mann gegenüber, ja. Ja, vielleicht trifft hier wirklich auf manche zu, dass sie ihn in die Wüste schicken werden, dass sie sagen, mir reicht's. Das kann hier gut sein, bei manchen früher, bei manchen später, ja, dass sie irgendwann nicht unbedingt wegen dieser verzweifelten Energie, sondern eher, weil sie dann wirklich selbst zu grantig werden. Und das habe ich hier schon bei einigen. Und was ist, wenn nicht?
Wenn nicht, werdet ihr es wahrscheinlich so weiterschleifen lassen, ja. Vielleicht werdet ihr das Ganze nicht mehr als so schlimm empfinden, aber es wird es wird einigen Frauen hier vielleicht mehr klar sein, dass das Ganze dann einfach sich als eine lockere Beziehung anfühlt. Ja, es ist dann eigentlich eine Affäre. Affäre ist eigentlich alles außerhalb einer Ehe. Vom Gesetz her. Affäre bedeutet nicht betrügen. Ja, das dachte ich auch früher. Beziehungen zerstören Frauen. Also eine Frau strebt immer nach der maximalen Stabilität und die ist nun mal in der heutigen Zeit die Ehe. Die Ehe ist nicht so etwas Großartiges, wie wir es vielleicht glauben, sondern sie ist einfach nur eine Beziehung am Papier festgehalten, sodass ihr vom Gesetz her nicht offiziell nicht mehr fremde Menschen füreinander seid. Und dann auch dementsprechende Rechte habt, ja, Krankenhausbesuchsrechte, Entscheidungsrechte, das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges, wenn ein Leben geteilt werden möchte, miteinander verbracht werden möchte. Und noch kurz dazu, Beziehungen zerstören Frauen deswegen, weil für den Mann es eigentlich immer irgendwie einen Ausweg gibt. Ja, er hat sich ja nicht am Papier verpflichtet. Und meistens sind Beziehungen quasi Lebensabschnittsgefährten. Ja, das heißt auch eine Frau, natürlich auch die Männer, aber eben auch die Frauen gehen von einer Beziehung in die andere. Sie haben immer nur Lebensabschnittsgefährten. Ja, und das Problem ist, dass sich eine Frau durch Intimität immens stark an den Mann bindet, noch stärker bindet oder überhaupt sich in ihn verliebt. Und es heißt auch, dass nach so einer Beziehung, ja, geht meistens eine Frau, vor allem die Frau mit Herzschmerz raus, liegt am Boden, ja, ist sehr, sehr down, muss sich erst wieder aufrappen, in ihre eigene Stärke kommen, vielleicht wieder in den Selbstwert erlangen. Und das dauert angeblich immer doppelt so lang, als diese Affäre, Schrägstrich Beziehung gedauert hat. Also wenn ihr von der ersten Intimität an bis zum Schluss machen, ja, wenn das ein halbes Jahr gedauert hat mit dem Mann, dann braucht ihr 1 Jahr, um euch von ihm zu erholen. Ja, das sind so so wird es eben gesagt, das sind so die Schätzungen. Okay. So. Ich habe die möglichen, ja, was hier die Zukunft bringen kann, habe ich erwähnt. Auch euch danke fürs Zusehen, für euer Interesse. Ich hoffe, der Input war nicht zu viel. Gerne einen Daumen nach oben, damit helft ihr dem Kanal und auch anderen Frauen, denen das Video dann vermehrt vorgeschlagen wird. Und ich gehe über zu Steinchen Nummer 3. Wir haben hier den blauen Stein, das ist der Chalcedon. Okay. Als Personenkarte gleichen die Eremiten. So, da lassen wir es in der Mitte. Gut, dann haben wir noch, okay, noch eine Personenkarte. Oder Eremitin muss jetzt nicht Personenkarte sein, aber ich sehe sie hier als eine an. Dann haben wir noch den Ritter der Stäbe. 5 der Kelche. Oh, wir haben ja eigentlich hier 4 Personenkarten, ne? Page der Schwerter und der Herrscher. Oh, sieht man nicht ganz. So. Okay. Ich habe hier so die gegenteilige Energie als von Stapel Nummer 2. Ich sehe dich hier als die Eremitin an und den Mann sehe ich hier als den Ritter der Stäbe an.
Auch weil ich das erst auch die ersten zwei Karten, die ich gezogen habe. Also hier versucht eher der Mann, die Frau aus dem Schneckenhaus rauszulocken. Ja, die Frau ist hier unsicher. Vielleicht nicht unbedingt, ob sie den Mann will, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich spüre hier auch ein bisschen Unerfahrenheit. Ich spüre hier möglich Schüchternheit. Kann auch sein, dass ihr hier Angst habt vor Herzschmerz, ja. Dass ihr quasi es könnte hier so der Cupido sein, ja, der mit dem Pfeil schießt. Ihr habt Angst, vielleicht hier verletzt zu werden. Das kann hier auch sein, ja. Und das, oder auch, dass wenn ihr euch auf einen Mann einlasst, ja, vielleicht ist es schon länger her oder vielleicht habt ihr einfach bisher keine festen Beziehungen gehabt. Ist ja auch okay, ne? Ist ja nicht so schlimm, aber was hier auch sein kann, ist, dass ihr Angst habt, dass der Mann euer Leben besetzt, und zwar insofern, dass sich dann zu viel um ihn dreht oder dass ihr vielleicht etwas ändern müsstet. Ja, da ist auch wichtig zu wissen, ihr müsst generell gar nichts ändern. Ja, ein Mann bemüht sich um euch, er will in euer Leben kommen, er bewirbt sich quasi. Ja, es kann wirklich dieses Hofmachen und Umwerben kann oder sollte so gesehen werden wie Bewerbungen. Der Mann bewirbt sich in eurem Leben und ihr nehmt ihn an oder nicht. Aber er muss euch mit all euren Regeln und Prinzipien annehmen. Ja, es heißt einfach in der Psychologie, der Mann hat sich immer der Frau anzupassen. Nur das gilt als gesund. Ihr müsst gar nichts ändern an eurem Leben. Weder euren Charakter noch eure Lebensweise oder sonst etwas. Weder wenn ihr Männer datet, noch wenn ihr dann mit einem Mann liiert seid. Überhaupt nicht. Also das ist so eine falsche Vorstellung, ja, so ein bisschen auch archaisch. Beide müssen zusammenwachsen und kompromissbereit sein. Nein. Ja, das ist eigentlich absolut gegen diesen, ich nenne das immer Gleichberechtigungswahn, denn es heißt auch in der Psychologie, die Frau sollte von Anfang kompromisslos sein und unflexibel, auch anspruchsvoll und unbequem. Und der Mann sollte immer flexibel sein und bereit sein, sich für die Frau zu ändern, wenn nötig, ja. Also der Mann sollte sich immer der Frau anpassen und wenn er nicht kann oder wenn er nicht will, sollten beide besser getrennte Wege gehen. Ja, und aufgrund dieser psychologischen Grundsätze, ja, das ist die Urpsychologie, das ist nicht die moderne Psychologie. Die moderne Psychologie ist absolut übertolerant und also das ist auch bei denen, die Psychologie studiert haben, ich weiß nicht, in den letzten 20 Jahren vielleicht auch und jetzt studieren, das ist alles übertolerant. Das geht alles mit der modernen Zeit mit, ja, Gleichberechtigung, Kompromisse schließen, gegenseitiger Respekt und alles Mögliche. Das geht nicht Hand in Hand mit dem, wie wir biologisch gestrickt sind, ja. Und ja, es ist vielleicht unromantisch, es ist nicht gleichberechtigt, aber wir haben nun mal Steinzeitgene. Und weil sich die Gene nur alle 1 bis 2 Millionen Jahre erneuern. Und wenn wir dagegen arbeiten, ja, weil wir ja so übertolerant sein wollen, dann arbeiten wir gegen unsere Natur. Und das macht uns im Endeffekt unglücklich. Ihr müsst nichts ändern. Nur weil ein Mann oder wenn ein Mann in euer Leben kommt, gar nichts. Das müssen hier diejenigen wissen, die diesen Stapel gewählt haben, die dieses Steinchen gewählt haben, ja. Das ist jetzt, ich würde sagen, das ist schon eine ziemlich spezifische Ausgangssituation. Ich spüre hier auch, dass vielleicht der Mann dich häufiger treffen möchte als du ihn, dass er vielleicht ein bisschen so drängt, willst du mit mir eine Beziehung haben, willst du mit mir zusammenziehen, ja. Der tritt hier ziemlich stark auf, ja, ich hätte hier sogar drei
männliche Personenkarten. Der ist hier, er will mehr. Vielleicht übt er Druck aus. Es kann natürlich auch aufgrund einer Kultur oder Religion sein, ja. Ein bisschen Traurigkeit spüre ich hier auch seitens der Frau. Das muss aber jetzt gar nicht auf die Liebe bezogen sein. Okay, dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Wie wird es mit euch weitergehen? Ritter der Stäbe. Also ich spüre auf jeden Fall, dass er nicht locker lassen wird. In nächster Zeit nicht. Ja, eine Legung gilt immer dann, wenn ihr das Video anklickt. Kann sein, wenn ihr das jetzt noch so schleifen lasst und sagen wir, du weigerst dich weiterhin, ja, du bist weiterhin aus seiner Sicht dann wahrscheinlich widerspenstig. Kann es sein, dass er so in einem halben Jahr sagt, mir reicht's. Ja, du willst mich nicht, also gehe ich. Das ist hier möglich. Vielleicht liegt es auch an ihm, dass er einfach von seiner Energie her so penetrant ist und dass du ihn daher nicht willst. Es ist natürlich dann ein Problem, wenn die Energien nicht harmonieren, ja. Musst du dann wissen, ob du ihn weiterhin annimmst oder nicht, ja, weil es ist immer besser, im selben Teich zu fischen, bezüglich der Charaktere, bezüglich der, ja, auch Interessen, Hobbys, Lebensvorstellungen, aber auch bezüglich der Energie. Kann auch sein, dass er hier ein bisschen zu dominant ist, vielleicht, oder es kommt dir so vor, als ob er dominant wäre durch seine Penetranz. Also wenn du dich mit dem Mann wirklich unwohl fühlst, ja, wenn du schon spürst, der ist nicht meins, der drängt zu sehr, dann solltest eigentlich eher du hier gehen. Weil du erstens mal dann anderen Männern Platz machst, ja, weil er dann nicht mehr dein Leben besetzt, vor allem wenn du ihn nicht nur mehr platonisch triffst, aber selbst dann ist es besser, einen Mann gehen zu lassen, wenn er dir einfach energetisch nicht zusagt oder von seinem Charakter her. Und ich sage das auch, weil es sein kann, dass wenn das weiterhin so bleibt, dass du dann seinen Groll auf dich ziehst. Ja, nicht nur, dass er vielleicht dann ja, ich sehe hier am ehesten in einem halben Jahr sagt, mir reicht's, sondern vielleicht auch, kann bei einigen auch sein, dass er sich nicht einfach nur dann zurückzieht, sondern dass er vorher schon, ja, ja, sowas wie Schluss macht, aber dass er dann einen Groll entwickelt hat, ja, und es kann sein, wenn ein Mann so extremst viel investiert und die Frau will nicht annehmen, aber andererseits gehen sie nicht getrennte Wege, ja, dass der Mann dann sogar einen sehr großen Groll entwickelt und sich an der Frau rächen möchte, ja, für all seine Investition, die dann eigentlich umsonst war. Ja, also bei ihm ist es wirklich, es ist hier eine sehr starke Penetranz. Es kann ja auch sein, dass ihr eigentlich gut zusammenpasst, aber dass es einfach im Moment nicht passt, ja, dass ihr im Moment, so wie gerade eure Charaktere sind, eure Energien sind, dass es einfach im Moment nicht zwischen euch passt. Das ist dann absolut möglich, dass wenn ihr jetzt den Kontakt mit ihm beendet, ja, und später irgendwann, vielleicht in 1,5 Jahren, spricht er dich nochmal an und dann passt es. Das ist natürlich möglich, ja, also wenn sich zwei Menschen, dann ist es sehr, sehr wesentlich, wann sie sich treffen, wann sie sich daten, ob sie einfach im Moment aufgrund ihrer Energien, ihrer Charaktere, ihrer Lebenssituationen, ihrer Vorstellungen, denn auch Vorstellungen ändern sich immer bei Menschen, ob sie zusammenpassen, was all das betrifft. Ich sehe zumindest nicht, dass ihr auf einen Nenner kommen werdet. Nicht im nächsten, ich schaue nicht so gern zu weit in die Zukunft, nicht im nächsten Dreivierteljahr, wenn es überhaupt noch so lange andauern würde. Leider. Leider, aber meistens schauen ja Menschen oder meistens sind es Frauen, ja, Tarotkartenlegungen,
wenn etwas nicht passt, ja, wenn etwas nicht so harmonisch ist, ja, um ein bisschen tiefer zu schauen. Und das ist auch gut. Dafür sind Tarotkartenlegungen da und da helfen auch allgemeine Tarotkartenlegungen, wo nicht so ins Detail gegangen werden kann, einfach um ja mit den Beschreibungen auch schauen zu können, kann das auf mich zutreffen, ein bisschen auch mit der Intuition gehen. Und wichtig ist dann oft stehen wir nur an, weil wir selbst nicht wissen, was wir tun sollen. Und da helfen auch Tarotkarten, selbst bei allgemeinen Legungen, einfach um ein bisschen zu helfen, was das Nachdenken betrifft, ja, um vielleicht eine andere Meinung zu hören, um vielleicht Ratschläge zu hören, Möglichkeiten zu erfahren, was denn die Auswege quasi wären, was die Lösungen wären, ja, oder einfach aufgrund all des Inputs, so wie es genannt wird, dass dann das eigene Nachdenken angekurbelt wird, ja, und vielleicht auch in die richtige, unter Anführungsstrichen, in die richtige Richtung gelenkt wird. Okay, also auch bei Stapel 3 sage ich danke fürs Zusehen, für die Unterstützung mittels eines Daumen nach oben, eines Likes. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für kleine oder für neue Kanäle. Ja, bitte abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das möchtet, auch mit, wenn ihr nochmal darauf klickt mit der Glocke, wenn ihr immer sofort wissen wollt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ihr könnt meine Videos teilen, an Menschen teilen oder Frauen vor allem, wenn ihr denkt, dass ein Video vielleicht auch nützlich wäre, vielleicht für eine Freundin, für eine Bekannte, die in so einer Situation sich befindet. Ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt auch gerne schreiben, wie ihr resoniert. Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern, was Themen betrifft, was Legungen betrifft. Alles kein Problem, ja, fühlt euch frei, die Kommentarsektion zu nutzen. Und ich verspreche euch, ich dulde natürlich, also ich bin ein absolut harmonischer Mensch. Ich würde auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel irgendetwas schreibt, ja, und dann kommt irgendein Besucher vorbei auf meinen Kanal und der schreibt etwas, das nicht so nett ist, als Antwort auf einen Kommentar von euch, dann werde ich seinen Kommentar natürlich löschen. Ja, also ihr seid hier sicher. Okay, nochmal danke fürs Zusehen und bis bald.